Moin Leute, heute in Tomb Raider 2 Remastered werden wir wieder alle Fundstücke und alle Secrets aus diesem Level bergen, inklusive einige interessante Trophäen hier aus dem tibetanischen Hochland bergen. Euch erstmal viel Spaß beim Video. Ja, nehmt gleich zu Beginn mal bitte einmal die Magnums zur Hand, weil, ja, der ist nämlich der Adler, der kommt einem nämlich ziemlich nah, um den dann zu besiegen, ja, schon relativ schnell sein. Gut, dann biegen wir hier direkt rechts ab, gehen nach oben, klettern nach oben. Hier haben wir, das seht ihr schon, ne? Es wartet eine Schneelawine auf uns. Ich gehe mal kurz ran hier an den Rand, speichert noch mal kurz und dann machen wir direkt auch weiter mit der ersten Trophäe. Ja, die erste Trophäe holen wir, indem wir hier runterrutschen, abspringen, das Ding erledigen, den Schneelopan erledigen. Ja, kommt da noch einer runter? Ne, aktuell nicht. Gut, und dieser Schneeleopard hinterlässt uns nämlich eine Trophäe und wir nehmen dann auch hier direkt einmal die Munition mit. Und jetzt, da wir den Leoparden ja aus dem Weg geräumt haben, schon vorher, schauen wir uns die Trophäe an. Ja, das ging natürlich schnell. Also 10,3% der Spieler haben diese Errungenschaft freigeschaltet. Wer ist hier die Katze und wer die Maus? Ja, jetzt gehen wir wieder hier raus und links den Hang hoch. Dann verstecken wir uns hier vor der nächsten Lawine einmal. Und jetzt gehen wir dann hoch zur Höhle. Und hier in dieser Höhle kümmern wir uns jetzt um die nächste Trophäe. Da ist nämlich hier eine schöne Eiswand. Und die müssen wir mit dem Rücken zerbrechen. Ja, wie das geht, das sehen wir jetzt. Wir drehen uns einmal um, gehen an die Kante heran. Und dann heißt natürlich, wir springen jetzt einmal rückwärts. Einmal vorwärts und dann ja, das zwecken wir uns dran. Also ihr müsst in der Luft bei dem zweiten Rückwärtssprung unbedingt natürlich eine Rolle machen in der Luft und dann natürlich die Aktionstaste alias X gedrückt halten, um euch an dieser Wand festzuhalten und dann sind wir hier schon in Sicherheit. Ja, Magnums weiter im Anschlag halten, denn jetzt gibt es hier erstmal kurz zwei Adler. Wo sind sie denn? Da. Mit den Magnums sind die schnell aus dem Weg geräumt. Gut. Und nach den Adlern könnt ihr dann speichern und wir schauen uns an, ob wir die zweite Trophäe auch bekommen haben. Yes, auch die haben wir geschafft. Tibetanische Osteopathie. Zerbrich in der ersten Höhle im Level das tibetanische Vorgebirge, die Eiswand, mit deinem Rücken und überlebe es. 1,9% der Spieler haben das nur geschafft. Ja, als nächstes müssen wir uns hier, ja, also wir befinden uns am Rand einer großen Schlucht. Jetzt drehen wir uns um, halten uns fest, blättern einmal den Abhang runter, halten uns wieder fest und dann sind wir gebremst auf dem nächsten Vorsprung und hier gehen wir dann einmal rein. Und hier kümmern wir uns jetzt um weitere Trophäenarbeit und zwar es geht um Eiszapfen jetzt. Die müssen allesamt nach unten fallen. Da müssen wir noch nicht lang, also allesamt nach unten fallen.
ohne dass ich verletzt werde. So, springen wir mal hier rauf. Zack, das war schon mal gut. Das sind jetzt 1, 2, 3 Eiszapfen tatsächlich schon, die hinuntergefallen sind. So, dann gehen wir jetzt wieder hier hinaus und klettern ein paar Blöcke nach oben, ohne natürlich abzurutschen. Wäre ja sehr schön, wenn wir das hinkriegen. So, einfach den Weg folgen, der uns gegeben ist. So, hier haben wir eine Abzweigung, aber wir müssen, glaube ich, erst geradeaus. Nein, es ist tatsächlich erstmal das Richtige, wenn wir nach unten gehen. Hier haben wir nichts in dem Durchgang. Jetzt geht es weiter runter. Und dann haben wir hier den nächsten See. Und hier heißt es, wieder aufpassen auf der Eiszapfen. Am besten gehen wir leicht links. Oh ja, dünner. Der passt auch. Jetzt haben wir nur noch den hier. Yes, perfekt. Also, damit haben wir schon mal die meisten Eiszapfen unten. Wie gesagt, es darf uns in 3 Leveln kein einziger Eiszapfen überhaupt treffen. Ne? So, jetzt laufen wir weiter und müssen natürlich gucken, dass wir wieder klettern können. Weil das bringt es hier so mit sich. Da oben liegen die Adler noch. Ah, höre ich schon wieder einen? Nee, ich glaube noch nicht. Jetzt geht's rauf die andere Seite. Wir müssen nämlich trotzdem aufpassen, wenn uns nämlich der Adler erwischt, dann sieht das nicht ganz so gut aus. Oh ja, guck mal. Da. So. Kurz und schmerzlos jetzt, also wartet ruhig auf den Adler, bis der erledigt ist. So, hier wenden wir uns nach links, denn da unten seht ihr ein kleines Medipack. Ihr solltet es vom Sprung unbedingt gespeichert haben. Und dann jumpen wir hier rüber und können das Medipack einmal mitnehmen. Und jetzt müssen wir natürlich wieder den Weg hier, ja, zurückfinden, dass wir oben die Leiter benutzen können an der anderen Seite. Also klettern wir einmal hier die Felsen hinauf. An der einen Seite, wie gesagt, jetzt sind wir quasi schon hier oben. Und, ah nee, ich muss ja gar nicht auf die andere Seite. Ich bin ja schon, ja, ich habe mich vertan. Also, hier sind wir schon richtig. Also nur die Felsen da hochklettern um das Medipack herum und dann auf der anderen Seite ist schon eine Hütte zu sehen. Wir kümmern uns jetzt zunächst erstmal um die Gegner, die dort sind. Das heißt, Automatik schön im Anschlag, speichert das Spiel, wenn nötig. Und dann erledigen wir erstmal die Gegner hier. Ja, ein bisschen hartnäckig sind die. Die sind schon hartnäckig, also natürlich stark gepanzert auch. So, hier nehmen wir einmal Medikit mit. Und der hier hat der auch noch was. Der hat schöne Automatics einmal für uns. Und damit haben wir schon, oder sind wir hier an der Hütte mit dem Schneemobil, was wir nutzen können. Ja, und wir holen uns dann natürlich jetzt auch das erste Secret. Und das ist einfach hier rechts. Also wenn ihr raufkommt, rechts dann ja in dem Gang. Und das ist dann vor dem Gitter zu finden. Also ein einfacheres Secret gibt es wahrscheinlich kaum noch irgendwo zu holen. Ja, diesen Abschnitt, der jetzt kommt, den müssen wir insgesamt zweimal machen. Einmal mit Schneemobil, einmal ohne Schneemobil. Heißt, speichert vorher ab, benutzt eventuell noch einen separaten Speicherstand und steigt aufs Schneemobil. Und jetzt kommt die fette Mucke. So, jetzt fahren wir hier dann diesen Gang entlang. Jetzt müsste ein Killer kommen. Da ist er schon. Ui! Einfach drüber fahren. Schon erledigt. Medikit, was er hinterlassen hat, schauen wir uns noch nicht an. So, wir fahren weiter und haben hier, und das ist jetzt unsere nächste Trophäe. Wir müssen einmal an den Blöcken, die ihr da hinten seht, müssen wir mit dem Schneemobil einfach so vorbei. So, wir nehmen mal hier Anlauf. Drehen uns um. Wie gesagt, speichert einen separaten Spielstand. Also ich nutze jetzt hier nochmal einen dritten für genau diese Situation. Also wir starten hier an den Felsen, springen rechts rüber auf das Plateau, möglichst mit Nitro-Einsatz, und dann geben wir Gummi hier. Und dann hier neben die Felsen geht das vorbei. Und schon haben wir es geschafft und wir sollten jetzt zu diesem Punkt unsere nächste Trophäe haben. Schauen wir einmal nach. Tatsächlich haben wir es geschafft. Der Tibet Express, 2,7% der Spieler haben es geschafft. Glittere auf dem Schneemobil bis neben die beiden Blöcke. Als nächstes müssen wir unser Spiel tatsächlich laden.
weil wir müssen jetzt den vorherigen Spielstand einmal laden, weil wir da ohne Schneemobil unterwegs waren. Denn genau das müssen wir jetzt auch machen. Wir müssen das ganze Level ohne Nutzung eines Schneemobils überstehen. Heißt, wir müssen jetzt den ganzen Weg, den wir gefahren sind, einfach zu Fuß laufen. Legen wir mal los. Und wir wissen natürlich, da hinten war noch der eine Killer. Den werden wir jetzt natürlich zu Fuß erledigen. Und schauen wir nach, ob der jetzt unser Medipack dabei hat. Er hat etwas dabei. Ah, kein Medipack, es waren Schrotpatronen, die er hat. So, und mit Lara laufen wir jetzt einfach weiter in den nächsten größeren Gang wieder. Ja, den Weg, den wir natürlich vorher genommen haben für die Trophäe, der ist jetzt versperrt. Wir kommen da nicht hin. Heißt, wir müssen natürlich einen anderen Weg suchen. Und daneben ist hier zum Beispiel ein Höhleneingang. Da müssen wir hoch, denn ich meine, das hängt natürlich klar und logisch zusammen. Waffen haben wir im Anschlag. Gut, jetzt geht's hier rein in die Höhle. Oh, da haben wir sie schon. Mit dem Magnums machte den Leoparden ganz schnell den Gar aus. Also mit Schneemobil, falls es euch aufgefallen ist, sind die Leoparden nicht da, wenn wir hier reingesprungen wären. Weil das ist so ein kleiner Cheatcode. Dann wären die abstinent gewesen. Aber da wir diesen Gang benutzen mussten, ja, sind die halt aufgetaucht. Und wir müssen natürlich jetzt die Rampen, also die Quader, da müssen wir nicht mehr verschieben, sondern wir müssen ja zu Fuß weiter den Weg fortsetzen. So, wir benutzen die rechte Bahn, springen von dem Vorsprung da hinten natürlich ab, bis wir hier rüber sind. Schon haben wir den nächsten Abgrund einmal souverän gemeistert. Und dann folgen wir natürlich dem Gang hier weiter. Und immer diese Schrägen, die man mit Schneemobil so einfach raufkommt, die müssen wir natürlich rutschend überqueren. Ja, hier haben wir eine Gabelung. Einmal rechts, einmal links. Unser Weg führt uns erstmal an die rechte Seite, wo wir auch komplett entlang gehen. Können hier nicht runterfallen, keine Gefahr. Ein entspannter Weg bis dato. Hier in der Ecke haben wir einmal zweimal Granaten für uns, für unsere Sammlung, um die Yetis später gut auszuschalten. Oder eventuell den Drachen. So, jetzt geht's hier rauf, denn hier befindet sich ein Hebel und zwar einfach so mitten in der Wand. So, jetzt ist er auf. Und jetzt haben wir das Vergnügen hinterher mit 2 Killern. Das heißt, nimmt die Magnums. Jetzt geht es wieder nach unten. Auch ohne Energieverlust, glaube ich, größtenteils. Genau, da seht ihr den einen schon. So, der erste ist schon RIP. Bisschen vorsichtiger vorgehen wegen Munition. Ja, da haben wir den nächsten. So, der ist auch schon hinüber. Geht eigentlich relativ schnell. So, der hier besitzt etwas von Wert für uns, Lara. Nehmen wir ihm das mal ab. Das sind Automatikpatronen. Jetzt gehen wir auf die andere Seite zu dem Kollegen hinüber. Ja, ist eine blöde Ansicht hier, ne? So. Hier einmal rüber. Mit Anlauf oder ohne. Und nehmt das Medipack an euch. Ja, dem Weg folgen wir natürlich jetzt erstmal weiter. Wie gesagt, mit Schneemobil geht das alles ein bisschen schneller, aber ja, nichts, was wir nicht auch hinkriegen. Und ihr könnt, glaube ich, immer noch ziemlich weit zurückgehen. Ich glaube, einmal komplett durchs Level nochmal. Ja, hier eine kleine, schöne Szene. Einfach mal so ein Pfad inmitten. Oh, da haben wir den schon. Den nächsten. Ah, der ist tot. Also der Killer kommt aber entgegen. Und mit dem habe ich da nicht gerechnet. Und der hat auch nichts dabei. Mein Gott, das sind das arme Schweine. Und weiter. Aber der nächste. Nächster ist auch RIP. Eigentlich müsste noch jemand kommen. Ah ja. Okay, der ist auch kaputt. Die haben... Doch, haben die alle nix. Der eine, den wir eigentlich überfahren sollen, der hat ja auch was dabei. Naja, gehen wir erstmal weiter. So, jetzt sind wir am Rande hier von einer Sprungschanze.
Und als nächstes kümmern wir uns aber um das zweite Secret. Ja, hier rechts von uns sehen wir nämlich das nächste Secret. Und im Grunde ist das auch relativ einfach. Wir können nämlich hier einmal hinüberspringen und das Secret mitnehmen. Direkt. Es ist keine große Gefahr. Allerdings hören wir schon ein paar Leoparden. Nämlich 2 Stück. So, wir können jetzt natürlich zurück. Allerdings müssen wir ja auch noch auf die andere Seite der Schlucht. Und das werden wir so nicht schaffen. Das heißt, wir müssen uns in die Schlucht hinabbegeben und dann die einmal durchqueren und dann auf der anderen Seite raufklettern. So, hier haben wir die Leiter und dann können wir nämlich entspannt einmal hinunterspringen. Hier haben wir auch noch ein Loch vor uns, denn da sind zum Beispiel auch Secrets drin. So, die Secrets kann man nämlich einsammeln und ihr hört schon oben über mir sind so ein paar Leoparden. Hier könnt ihr die Pistolen einmal nehmen und dann heißt es raufspringen, runterspringen. Und das macht ihr jetzt bei allen dreien. So, einmal hinten drauf gesprungen und das ist jetzt einfach. Angelockt, Rückwärtssalto gemacht, alle 3 Leoparden in der Schlucht erledigt. Und jetzt heißt es natürlich da raufklettern, so dass wir auf den anderen Teil der Brücke kommen. Ja, hier geht es jetzt rauf, Stück für Stück, einmal bis zur Brücke. Da seht ihr zwar einen Durchgang, der ist aber nicht für uns von Relevanz, weil da nämlich ein Tor ist, was leider Gottes zu ist. Und jetzt geht es hier oben hinauf, den Vorsprung neben die Brücke auf der anderen Seite. Also wie gesagt, nur wenn ihr das macht, so wie ich das jetzt mache für die Trophäe, ohne Schneemobil klarzukommen, dann solltet ihr das wirklich auf diese Art und Weise machen, wie ich das gemacht habe. Die Leoparden in der Schlucht erledigen und dann die andere Seite der Schlucht kommen. Ja, den Weg jetzt müssen wir weiterfolgen in den nächsten Bereich. Und hier ist es natürlich auch ein bisschen, ja, tricky. Wegen den Schneekugeln. Die habe ich jetzt vergessen, aber es gibt, ja, wie soll man das nennen? Noch mehrere, ne? Die uns das Leben hier einmal schwer machten. Tja, wir müssen nämlich auch hier einmal nach unten. Heißt, wir springen hier drauf. Ja, denkt dran, nicht töten lassen. Und dann geht es hier langsam runter. Hier können wir weiter runtersteigen. Und dann lassen wir uns fallen, halten uns wieder fest hier. Und dann geht es hier in diese kleine Höhle hinein. Dort finden wir dann unseren Zugbrückenschlüssel. Nehmen wir ihn einmal an uns. Ja, als nächstes müssen wir uns wieder einem Killer erwehren. Wir lassen uns jetzt hier ab, laufen dem Weg entlang und da ist die Eiswand. So, oh, sogar wenig Energie abgezogen, bis gar nicht. Ja, leider hat der Typ leider auch nichts im Petto. Ja, dann laufen wir hier natürlich den Weg hoch und ja. Die haben wir einmal ausgelöst, die Eiszapfen. Das war jetzt nicht der Rede wert. Damit haben wir alle Eiszapfen ausgelöst, die es hier in diesem Level auch gegeben hat. Und genau hier ist der Hebel hinter den Eiszapfen. Also da müsst ihr einmal dran vorbei und dann betätigt den Hebel. Jetzt können wir zurückspringen und dann können wir auch oben durch das Tor gehen, was jetzt natürlich offen ist. Und jetzt haben wir es natürlich so, dass wir wieder an der Stelle sind, wo vorhin die Leoparden in der Schlucht waren. Hier klettern wir jetzt die Felswand wieder einmal hinauf, um oben auf die Brücke zu kommen, wo wir theoretisch mit unserem Schneemobil stehen müssten. Ja, und mit dem Zugbrückenschlüssel geht es dann wieder zurück zu der Eisfläche, wo die Lawine hinunterkommt. Und da fehlt noch eine Lawine. Jetzt müssen wir natürlich die Lawine noch auslösen. Wir müssen allerdings jetzt uns hier näher ranstellen an die Kante. Ihr solltet natürlich speichern und dann müssen wir gleich ein bisschen schnell sein. Naja, es sei denn, die Lawine, ja, ist oder rollt vorbei. Wir nehmen Anlauf, springen, ziehen uns hoch und laufen weiter. Okay, sie ist gar nicht gerollt. Das ist ja ein Ding. Na dann. Laufen wir weiter, ruhig mit gezückten Waffen. Und hier seht ihr schon unsere Munition für die Automatics. Geht so langsam zur Neige. So, hier haben wir ein schönes Tor
mit einem großen Areal zum Erkunden. Nehmen wir allerdings vorher mal eine fette Waffe zur Hand. Die M16 würde ich jetzt hierfür nicht nehmen, was gleich kommt, sondern, oh, weiß ich auch nicht, Granatwerfer, nee. Ich glaube, die Uzis sind ganz gut. Und natürlich solltet ihr erstmal euer Medipack einmal kurz auffrischen. Wir benutzen jetzt natürlich unseren Zugbrückenschlüssel, den wir natürlich schon bekommen haben. So, zack, ein Teil der Zugbrücke ist jetzt einmal oben. Und als nächstes müssen wir uns hier hinauf begeben. Die Rampe, da wo das eine Loch in der Wand war. Und mit der Zugbrücke können wir natürlich auf die andere Seite gelangen. Die ist nicht zeitgesteuert, also ihr könnt euch Zeit lassen. Allerdings heißt es jetzt, passt auf, meine Freunde. Hier sind die, ist die Lawine, ne? Da müsst ihr aufpassen, dass wir die jetzt alle gechillt auslösen können, ne? So, ihr merkt es natürlich schon am Sound. So, die ist ausgelöst. Jetzt springen wir schon mal zurück. Das Eis ist noch nicht broken. Das Eis ist noch nicht broken, da muss noch ein bisschen mehr dazu kommen. So, nämlich die dritte. Und das Eis müsste auch noch nicht broken sein. So, ich muss vorerst mal weiter. Wie gesagt, das Eis ist noch nicht broken. Wir müssen weiter dem Weg jetzt folgen. Das war irgendwas Ungutes hinter mir, glaube ich. Denn jetzt ist das Eis, glaube ich, broken. Bin jetzt aber schon mal hier rüber gesprungen. Genau, irgendwas ist da hinten broken. So, jetzt springen wir auf die andere Seite. Dann sind wir jetzt hier oben wieder an unserem Tunnel. So, die Zugbrücke ist natürlich unten. Den Schlüssel können wir jetzt nehmen. Vorher solltet ihr nochmal speichern. Dann der Motorrad Fritze, der kommt auch durchaus ein bisschen eher. Kümmern wir uns eher um den. Da ist er schon. Jetzt leckt er sich fest. So. Der hat zwar ordentlich Schaden gemacht, ne? Allerdings haben wir ihn vom Schneemobil geschossen jetzt. Der macht wirklich erheblichen Schaden mit dem Schneemobil. Er kann mich überfahren, er kann mit dem schießen und das ist kurzer Prozess. Also starke Wumme nehmen und dann habt ihr keine Sorgen mehr. Jetzt können wir erstmal wieder auf die fast leeren Magnums wechseln. Gut, das heißt, den Schlüssel haben wir und jetzt müssen wir zurück zur Hütte. Also wir sind jetzt quasi am Ende des Levels angekommen, was so die Map angeht. Schwingt eure Hufe und wir müssen einmal den ganzen Weg zurücklatschen. Wir können ein bisschen abkürzen, denn hier ist ein Tor. In der ersten Höhle. Dann brauchen wir nicht die ganze Zeit außen herum. Hier haben wir natürlich jetzt die Felswand mit dem Eis. Allerdings können wir auch hier zur anderen Seite direkt rüber jumpen. Speichert aber trotzdem vorher mal das Spiel. So, hepp. Dann sind wir drüben. Wie gesagt, Waffen ruhig im Anschlag. Sollten hinter noch ein paar Leoparden kommen. Ja, hier ist quasi jetzt das gleiche in grün. Wir müssen auf die andere Seite. Das werden wir leider nur schaffen, wenn ich hier ja, hinunterkletter. Da unten sollten uns keine Gegner mehr im Weg stehen. Wir müssen einfach hinten an die andere Seite der Schlucht. Da wo die Leiter ist hier. Und dann geht es hier hinauf zur Brücke. So, zur Brücke am besten natürlich mit Anlauf. Und seid ihr wieder drüben. Und den Weg weiter und weiter folgen. Jetzt geht es über den langen, ja, über die lange Brücke. Also das wirkt irgendwie wirklich wie aus so einem Computerspiel. Das andere sieht natürlich aus, das hier irgendwie einfach nur geil. So, hier haben wir wieder unseren kleinen Sprung. Da müsst ihr einmal rüber jumpen. Kein großes Ding. Ist auch alles eingesammelt. So, jetzt haben wir natürlich hier wieder unsere kleine Sprungeinheit. Auch hier solltet ihr einmal speichern, weil das kann mal ganz schnell schief gehen. Da treten wir jetzt auch natürlich wieder ganz an den Rand heran und dann springen wir Richtung Kante, halten uns wieder fest, ziehen uns hoch. Nice. So, hier haben wir wieder unsere Blöcke. Und da geht es einfach runter. Und jetzt müssen wir natürlich wieder durch unseren Ausgang hinaus. Der war nicht hier, sondern der ist auf der anderen Seite einmal zu finden. Nämlich hier. Ja, da hinten streuen die Schneeleoparden umher.
Ah, die kommen da nicht runter. Genau, so ist das. Dann nehmen wir doch einmal die Pistolen. Kein Ding. Oh, der erste ist RIP. Ah, den zweiten haben wir auch schon eingeloggt. Oh, der ist auch kaputt. Also 2 Leoparden mit Pistolen, total easygoing aus der Entfernung erledigt. Ja, als nächstes geht es natürlich wieder weiter. Und wir sind bald schon in der Hütte angekommen. Hier sind die Killer, die wir erledigt haben an der Hütte. Alle Leichen liegen noch rum. Die werden nicht weggespawnt. Auch sehr nobel von den guten Machern von Tomb Raider. So, hier können wir natürlich die Hütte einmal aufschließen. Schon mal einen Medikit solltet ihr noch einmal nehmen. Dann geht es nach drinnen. Und hier sammeln wir erstmal alles ein, was wir haben, wie zum Beispiel die M16. Aha. Dann haben wir hier hinten noch ein bisschen festhängen wegen den Stühlen. Einmal Aha. Uzi-Magazine. Und dann haben wir natürlich hier sogar noch ein Aha. kleines Medikit oder 2 kleine Medikits sofort. Also es lohnt sich hier erstmal alles einzusammeln. Dann haben wir jetzt unseren Hebel, den wir betätigen. Nehmt euch zuvor allerdings eine fette Waffe mit. Ich würde eigentlich dazu raten, dass wir hier die Uzi nehmen oder auch die M16. Die M16 brauchen wir ein bisschen zum Zielen. Ich würde sagen, wir nehmen hier, ja doch, die M16 probieren wir mal aus. Wir nutzen sie einfach mal. So, betätigen wir den Hebel. So, draußen kommen jetzt ein paar Killer daher. Ja, vielleicht kann man die auch hier töten. Ich warte mal. Ja. Okay, hat zwar einiges an Energie abgezogen, aber im Grunde sind einzeln reingestiefelt Aha. und hat gepasst. So, eine Automatix, eine Uzis, die hat direkt beides eingesammelt. Und bei ihm haben wir sogar noch ein großes Aha. Medipack, um eine Energie aufzufrischen. Also die 3 Killer könnt ihr ruhig mit M16 von innen erledigen. Dann wechselt wieder auf die Automatik. Ja, passt schon. So, die Automatik und weiter geht's. Dann frischt, bevor wir weitermachen, noch einmal die Energie auf. Dass die gut ist, speichert euer Spiel jetzt auf jeden Fall noch einmal ab, denn wir machen weiter mit dem Tor, was wir geöffnet haben. Denn es warten tatsächlich noch ein paar harte Kämpfe auf uns. Wir gehen einmal hier durch den Tunnel, nehmen schon einmal wieder, ja, eine dickere Wumme, die Uzis diesmal wieder. Und ja, folgen dem Weg, nehmen aber trotzdem hier. Also es ist ein bisschen gefährlich jetzt hier, weil jetzt kommt wieder ein Gegner mit einem Playmobil. Und wir sollten versuchen, in die Mitte zu diesem einen Block dort zu gelangen, wo der vielleicht nicht so hinkommt. Hier könnt ihr auch übrigens nochmal speichern. So, nehmt Anlauf, springt mal einfach rein. Und dann probieren wir es mal. So, hier rauf. Jetzt kann der natürlich da rumfahren, wie er will. Und dann ist der auch erledigt. Also wie gesagt, ihr solltet gucken, dass ihr möglichst hier auf diesen Block kommt und dann ist der Gegner auch kein Problem mehr. Ja, jetzt müssen wir natürlich unseren Weg weiter fortsetzen. Der führt uns natürlich in die nächste Höhle hinein. Und hier kümmern wir uns um das letzte schöne Secret. Das ist nämlich da unten, da sehen wir das schon. Mal sehen, wie wir da rankommen, wa? Aber ich glaube, der Weg ist eigentlich fast selbsterklärend. Geradeaus springen würde jetzt heißen, also zu weit springen oder das Springen hier geht nicht. Probieren wir das hier aus, halten uns an der Kante fest. Und dann geht es hier oben einmal nach rechts. So, hier oben lasst ihr euch runter. Geht zweimal zurück, geht noch einen nach links. Haltet euch an der Kante fest und dann sind wir ein bisschen schneller hier. Ja, kann ich leider noch nicht auslösen, glaube ich. Ne. So, also schnell nach links springen dann. Und dann kommen 2 Lawinen. Wenn die vorbei ist, nehmt den Drachen aus der Vertiefung hier und dann Aha. oder aus der Nische. Und da haben wir 4 Uzi-Magazine plus den Golddrachen eingesammelt. Jetzt heißt es wieder auf gleichem Weg, den wir runtergegangen sind. Den müssen wir auch nach oben, müssen wir mal einen richtigen Punkt hier finden, dass wir aus dem Loch rauskommen.
Ja, jetzt sollte es gehen. Und zack. Und viel Spaß beim Raufklettern. So, ich habe doch einmal auf die Magnums gewechselt. Es kommen nämlich jetzt wieder Gegner auf Schneemobilen, wie wir sie lieben. Ne? Wenn wir hier oben sind. Trotzdem mal eben kurz gucken, ob man die schon sieht. Ja. Da unten sind sie. So, den einen haben wir schon erledigt. Und dann laufen wir auch hier im Kreis für den nächsten. So, den haben wir erledigt. Perfekt. Die Magnums reichen dafür aus, auch wenn wir jetzt nur noch 13 Schuss haben. Ja, die beiden haben auch nichts mit. Jetzt gehen wir erstmal hier unten und durchqueren das komplette Tal. Also sich hier unten den Gegnern zu stellen, das würde ich auf keinen Fall vorschlagen. So, hier hinten haben wir nämlich dann einen Eisblock, den wir ein paar Mal schieben müssen. Aber jetzt solltet ihr nochmal speichern. Dahinter sind ein paar Gegner. Auch natürlich solltet ihr eine Waffe nehmen, die ein bisschen mehr Wumms hat. Ich würde vorschlagen, ihr nehmt die Shotgun bitte einmal für diese Situation. So, 3-mal müssen wir den Block jetzt nach vorne schieben. Ja, oder 2-mal reicht auch aus. So, ordentlichen Wumms hat man schon gemacht gegen die beiden. Also, kein größeres Problem. Dann wechselt wieder auf die Pistolen, denn ihr habt ja jetzt genug Energie und so weiter noch vorhanden. Von daher sollte das nächste auch kein Problem mehr darstellen. Ein Gegner wartet nämlich noch auf uns, der ist da unten. Deswegen, also von hier oben solltet ihr kein Problem haben, den zu töten. So, da ist er bereits Geschichte. Und dann speichert, denn ihr habt alle Gegner in dem Level erledigt. Ja, ich muss jetzt erstmal in das Wasser übrigens, ne? Heißt, wir müssen auch uns hier niederlassen. Wir haben ja kein Schneemobil zur Verfügung und müssen das Level ohne Schneemobil machen. Lassen wir uns einfach mal hier fallen. Und dann ist es schon kritisch gewesen mit unserer Energie. Das ist aber auch kein Problem. Schauen wir eben nach, ob die Fundstücke auch alle fertig sind. Sind sie. Das heißt, wir können entspannt das Level beenden. Heißt, wir müssen einfach nur ins Wasser hier hinein. Lassen wir uns nämlich noch weiter nach unten. Ja, jetzt ist wirklich fasziniert hier, ne? So, rein ins Wasser. Dann schwimmen wir auf die andere Seite und steigen einmal aus und speichern hier nochmal. Denn auf diesem Weg können wir jetzt auch das Level verlassen, Richtung Kloster von Barkang. Gehen wir hier nochmal runter. Alles kein Ding. So, es hat gepasst. 31 von 31 Fundstücken, 33 Gegner erledigt. Passt. Zudem einige Trophäen geholt. Und die letzte Trophäe schauen wir uns doch jetzt noch einmal an. Ja, auch 1,9% der Spieler haben das geschafft. Nur umweltfreundlich. Spiele und schließe das Level, das tibetanische Hochland, nur zu Fuß ab. Einmal haben wir das Schneemobil gebraucht für die eine Trophäe, aber jetzt haben wir es auch komplett geschafft. Und nach dem ja, Reinladen wieder in das andere Spiel, das Level auch komplett zu Fuß abzuschließen. Ja, Leute, damit sind wir wirklich angekommen wieder am Ende des Levels von Tomb Raider 2 Remastered, das tibetanische Hochland. Ich hoffe, es hat euch gefallen, dann lasst doch gerne ein Abo und ein Like da. Und natürlich vergesst vergesst nicht die Glocke zu aktivieren und dann sehen wir uns hoffentlich wieder in den nächsten Folgen zu dieser Let's Play-Reihe. Macht's gut und bis dann.